Wir sind Tosca und Simona, Doktorandinnen an der Uni Zürich, und sind überzeugt: Wissenschaft soll für alle offen und nachvollziehbar sein. Gerade beim Thema Tierversuche, weil dabei das Wohl von leidensfähigen Wesen verletzt wird. Zu diesem Thema haben wir in einer Umfrage über 400 Fragen von Jugendlichen und Erwachsenen in der Schweiz gesammelt und beantworten sie in dieser Videoreihe. Also in der Schweiz ist per Gesetz der Begriff Tierversuch sehr, sehr weit gefasst. Im Prinzip zählt jede wissenschaftliche Fragestellung, die man mit Hilfe von Einsatz von Tieren lösen möchte, als Tierversuch. Und das heißt nicht, dass am Tier selber was gemacht werden muss, es reicht auch, dass in der Umgebung was gemacht wird. Unter anderem gehört auch die Ausbildung am Tier zu Tierversuchen. Das heisst, die Ausbildung von TiermedizinerInnen und Forschenden am lebendigen Tier gehört genauso dazu. Und die neuesten Zahlen von 2024 zeigen, dass ungefähr 522.000 Tiere eingesetzt wurden in der Schweiz. Und wenn man so den Durchschnitt anschaut in den letzten 10 Jahren, das sind es so etwa 590.000 Tiere pro Jahr. Und die Tierzahl geht so ein bisschen runter über die Zeit. Man muss immer das am besten geeignete Tier nutzen und dann muss man gleichzeitig auch noch berücksichtigen, dass der Gesetzgeber vorsieht, dass man immer das am wenigsten weit entwickelte Tier nimmt. Also wenn ich eine Fragestellung in einer Fruchtfliege beantworten kann, dann darf ich keine Maus nehmen. Wenn wir dann die Statistik anschauen, dann sehen wir, dass das am häufigsten eingesetzte Versuchstier die Maus ist. Und auf der anderen Seite sehen wir noch andere Tiere, wie zum Beispiel Fische oder Fischlarven, Ratten, aber auch sehr, sehr viele Studien mit Geflügel. Grundsätzlich richtet sich die Auswahl der Tiere nach der Fragestellung, nach dem Aufbau, aber auch von der Art und Weise des Versuchs aus. Das heisst, es gibt zum Teil regulatorische Vorgaben, zum Beispiel für die Zulassung von Medikamenten, wo bestimmte Tierarten vorgeschrieben werden. An oberster Stelle steht natürlich das Versuchsziel. Ich muss aussagekräftige Ergebnisse erzielen. Ein einfaches Beispiel wäre, wenn ich die Lunge untersuche in meinen Experimenten, dann muss ich ein Säugetier nehmen. Dann kann ich keinen Fisch nehmen. Und dann gibt es aber noch weitere Faktoren, die eine Spezies geeigneter machen für meinen Versuchsablauf als andere. Genetisch modifizierte Tiere bieten uns den Vorteil, dass wir Krankheitssymptomatik oder Krankheitsmuster von Menschen nachbilden können. Das heisst, wir nutzen die Möglichkeit aus, etwas Komplexes ein bisschen einfacher darzustellen. Und für das brauchen wir Tiere, die wir schnell vermehren können oder eben auch einfacher modifizieren, weil das ganze Erbgut bekannt ist. Das involviert primär zum Beispiel Mäuse, aber auch Zebrafisch. La durata di un singolo esperimento dipende molto dal tipo di esperimento e dal metodo utilizzato. Per studiare il comportamento di un animale in seguito a un trattamento bastano magari anche solo qualche minuto, mentre se si vuole studiare l'effetto di un medicamento a lungo termine oppure seguire la crescita di un tumore, bisogna seguire un animale in esperimento anche per molti mesi. È importante sottolineare però che durante tutto questo periodo gli animali vengono monitorati e se appare una forma di sofferenza l'esperimento viene interrotto. Also im Schweizer Tierschutzgesetz werden alle empfindungsfähigen Tiere geschützt, also wo man Leute forscht, davon ausgeht, dass die empfindungsfähig sind. Das heisst, momentan geht man davon aus, dass alle Wirbeltiere zum Beispiel inkludiert. Fische werden geschützt, Nager werden geschützt, Hunde, Katzen, Affen. Nicht geschützt werden zum Beispiel Fruchtfliegen. Das heisst, wenn ich einen Versuch machen will mit Fruchtfliegen, brauche ich keine Tierversuchsbewilligung. Für die Forschung mit Tieren gibt es sehr viele Vorschriften, die in der Tierschutzgesetzgebung und in sehr vielen Verordnungen festgelegt sind. Zum Beispiel die Tierschutzverordnung, die Tierversuchsverordnung, um nur 2 davon zu nennen. Dort ist festgelegt, wie man mit Tieren umzugehen hat, was zu beachten ist, wenn man zum Beispiel auch Tiere in der Forschung einsetzen möchte. Und ganz wichtig, auch das sogenannte 3R-Prinzip ist dort verankert. Und 3R, das steht für Replace, Reduce und Refine. Das heißt, wenn immer möglich sind, Tierversuche zu ersetzen.
Reduce heißt so wenig Tiere wie möglich. Refine ist das wichtigste R für alle Tiere, die noch im Versuch sind. Denn das heißt Verbesserung von Bedingungen, damit die Tiere weniger Belastung haben oder eben auch gleichzeitig ihr Wohlbefinden gesteigert wird. Da wir in der Zeit keine Alternative haben, die komplexe Interaktionen in einem lebenden Organismus vollständig nachbilden kann. Und wir haben in der Zeit Zellkulturmodelle oder Organoide, die auch ganz wichtige Fortschritte in der Forschung sind, aber die auch können nicht diese komplexe Interaktionen vollständig darstellen. Und daher sind die Tiermodelle ein unersetzlicher Teil der Grundlagenforschung. Man muss sich vorstellen, ein Organismus, ein Mensch, besteht aus sehr vielen einzelnen Zellen, Organen und deren ihren Interaktionen. Und das bildet ein ganz komplexes Netzwerk, wo wir Stand heute in Zellkulturen oder Computersimulationen nur bedingt nachstellen können. Und genau dort kommen Tierversuche mit dem Versuch an einem ganzen Organismus ins Spiel, die versuchen, die Komplexität so gut es geht nachzubilden, um uns die entsprechenden Studien zu ermöglichen. Krankheitsbilder, wie sie entstehen, wie sie aussehen und wie man sie eventuell behandeln kann. Die meisten Fragestellungen zielen darauf ab, Krankheiten beim Menschen zu behandeln. Außerdem muss man sagen, trotz der Bemühungen und dem Fortschritt in nicht tierischen Methoden zur Forschung, so Organoide, Mikrochips und so weiter, dass diese Techniken noch nicht weit genug sind, dass man Tierversuche komplett ersetzen kann. Alors certaines études utilisent déjà des humains volontaires qui ont donné leur consentement, mais il est vrai que suite à de nombreux scandales qu'il y a eu, notamment au XXe siècle, où des humains ont été utilisés sans leur consentement, contre leur gré, parfois aussi des médicaments qui ont été commercialisés qui finalement ont eu des effets néfastes sur les humains parce qu'ils n'ont pas été suffisamment testés. L'utilisation des animaux est venue se poser un peu comme un standard pour protéger aussi les humains. Heureusement, aujourd'hui, ce standard est en train de changer, notamment aux États-Unis, les autorités permettent de commercialiser des médicaments qui ont été testés aussi sur des modèles alternatifs qui ne sont plus donc des animaux. Alors c'est déjà le cas, c'est ce qu'on appelle du coup des essais cliniques chez l'humain et où en fait on va recruter des humains volontaires pour pouvoir développer de nouvelles thérapeutiques, de nouveaux traitements, tester de nouveaux médicaments par exemple aussi. Ces essais cliniques, il y a eu un grand changement qui s'est opéré notamment au sortir de la Seconde Guerre mondiale, où on a essayé de redéfinir un peu les principes éthiques et légaux aussi pour intégrer du coup des personnes et pour essayer de protéger du coup les personnes qui sont intégrées dans ces essais cliniques, en particulier ce qu'on appelle des populations vulnérables, donc par exemple les enfants, les prisonniers, des personnes dans le coma par exemple. Et parmi ces principes éthiques, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que historiquement en tout cas, on les a définis avec l'expérimentation animale comme prérequis à l'expérimentation humaine. C'est-à-dire qu'on doit faire de l'expérimentation animale pour, entre guillemets, faire une preuve de concept chez l'animal pour ensuite passer chez l'humain. Et donc ça a vraiment intégré le fait de faire de l'expérimentation animale dans notre pratique biomédicale contemporaine. In diesem Video haben wir gelernt, dass es viele verschiedene Arten von Tierversuchen gibt. Welche Tierarten verwendet werden und wie sie eingesetzt werden, hängt von der jeweiligen Forschungsfrage ab. Alle Tierversuche unterliegen dabei strengen Vorschriften.